In E-Ketzer können Slots oder Langlöcher unterschiedlich ausgegeben werden. Es geht um diesen Stecker. Im vorderen Teil die gelben, das sind durchkontaktierte Langlöcher oder Slots, und die roten sind nicht durchkontaktierte Langlöcher oder Slots. Die Ausgabe erfolgt über Manufacturing Drill Data. Eventuell lesen wir einen Parameterfile ein, der die Ausgabe beschreibt. Wir schauen uns erst einmal an, ob die Vorbereitung getroffen worden ist, CNC-Befehle ausgeben zu können. Das sehen wir hier an dieser Zeile, Slot, und da steht G85 und das ist ein CNC-Befehl für eine NC-Maschine. Damit sind wir fertig. Jetzt schauen wir uns an, was wir ausgeben wollen. Das ist einmal Lager Slotted Hole 1 bis 8 durchkontaktiert, Slotted Hole 1 bis 8 nicht durchkontaktiert. Welche Objekte sind es einmal? 1 bis 8, wie gesagt. Slotted Holes und auch Slotted Holes, wie bei unserem Stecker im Pad-Stack. Welche Durchmesser wir auf der Leiterplatte haben. General Plated oder die Auswahl Non-Plated, das ist eigentlich der Unterschied in diesem Fall. Oder die andere Datei, die wir als Non-Plated haben. Dann sagen wir die beiden ausgeben und sagen Execute. Complete. Um zwischen den drei Ausgabemöglichkeiten umzuschalten, gehen wir wieder auf Drill Post Processing, auf Objekt, und hier im unteren Bereich können wir einmal Slotted G Commands auswählen. Wir können 3 Points auswählen oder aber wir können Sequentielles from One End auswählen. Die E-Kits der Gerber-Ausgaben kontrollieren wir mit dem PCB Investigator von EasyLogic. Schauen wir uns erst einmal die Slots oder Langlöcher an. In diesem Fall die durchkontaktierten. 1, 2, 3, 4, 5 Bohrungen sind verwendet worden, um diesen Schlitz darzustellen oder zu fertigen. Für die nicht durchkontaktierten Bohrungen haben wir sogar 8 Bohrungen, die durchgeführt worden sind. Das ist nicht mehr ganz so eckig hier an den Kanten. Schauen wir uns nun einmal das andere System an. 3 Punkte mit 3 Bohrungen wird der Schlitz dann durchgeführt. Das sieht schon sehr unrund aus. Die Kante ist nicht mehr gerade. Schauen wir uns das hier für die nicht durchkontaktierten an. Das ist also ähnlich strukturiert. Schauen wir uns einfach jetzt mal mit dem Kommando G85 für eine CNC-Maschine an. In diesem Fall die durchkontaktierten, genauso wie wir es erwarten. Der Bohrer fährt rein oder der Fräser und fräst. Und auch für die nicht durchkontaktierten sieht es ebenfalls so aus. Legen wir mal alle übereinander. Nun sehen wir recht deutlich den Unterschied, wenn Langlöcher gebohrt werden oder wenn Langlöcher mit einer CNC-Maschine erstellt werden, wie wir es jetzt sehen.